Was bisher geschah? Ich crushte hart auf meinen Hetero-BFF und um unseren heiligen Bund der Freundschaft zu vertiefen, verbanden wir uns tiefer. Because probieren geht über studieren. Und Gott haben wir probiert und studiert. So sehr, dass er einen Girlfriend brauchte, um sich zu beweisen, dass er noch hetero ist und ich einen Boyfriend, um mir zu beweisen, dass ich auch ohne ihn kann. Beweisversuch fehlgeschlagen. Denn heimlich vertiefte er weiter die Freundschaft zu mir, wodurch ich hoffte, dass er endlich checkt, was wir sein könnten. Boys! Und das habt ihr verpasst bei The Victory! Alles okay? Hä? Klar, wir sind jetzt 2,5 Jahre into this shit, right? Und nichts ist mehr okay. Was irgendwann mal als cuter Crush anfing, hat sich in eine toxische Bubble aus Schweigen, Lügen und Betrug verwandelt, in die immer mehr Leute reingezogen werden. Aber da keiner sagt, hey Leute, ich bin Nick und ein schwaches Opfer ohne Rückgrat. Hey, ich auch. Was? Habe ich Lügen und Entschuldigungen für mich erfunden. Hey, ich auch. Was? Wie zum Beispiel, wenn wir es niemandem erzählen, tut's keinem weh, right? Ihr habt's gesehen, oder? Er wollte wieder mit mir f***en. Das soll nichts entschuldigen, denn dazugehören immer 2. Aber es ließ mich halt denken, er will mich. Noch ein bisschen und dann ist es soweit. Dann brennen wir einfach durch, fangen irgendwo neu an und lassen alles hinter uns. Hat sicher super funktioniert, oder? Nee, hatten einen Platten. Aber ernsthaft, das ist der Moment, wo ich jeden klatschen will, der sagt, ich wünschte, mein Hetero-Freund würde was mit mir anfangen. Nein, willst du nicht. Denn alles, was es tut, ist dir Hoffnung geben. Gerade genug, dass du nicht aufgeben oder klar denken kannst. Genug, dass du nicht ohne ihn leben willst. Triggerwarnung, Spoilern, denn ja, ich habe angefangen, mich selbst zu verletzen, weil ich nicht wusste, wohin mit meiner Verzweiflung, Schuld und meinem Selbsthass. Wir redeten nicht mehr. Wir machten nichts mehr. Wir saßen oft nur noch im Auto, weil keiner was zu sagen hatte. Und ich dachte, hörst du den Song, der läuft? Der sagt alles, was ich sagen will. Will, aber nicht kann. Lass uns abhauen und... Dann habe ich ihm eine geklatscht. What the? Nicht einfach so. Er wollte mich nicht mehr sehen. Ich verstand die Welt nicht mehr, tauchte bei ihm auf und als er nichts sagte, habe ich ihm eine geklatscht. Ich hoffe so, er hat dir die Fresse poliert. Er stand nur da. Ich rannte raus, wollte mich umbringen, aber hatte nichts dabei. Also rannte ich auf die Straße und hoffte, das Auto trifft mich. Dann kam ich zu mir. Ich ging auf direktem Weg zum Arzt, der mich via Notfallplatz sofort in eine psychiatrische Klinik überwies. Meine Eltern kamen, die Eltern meines Freundes. Alle waren da und weinten. Nur Chan nicht. Und da wusste ich, hier musste es enden. Ich bekam Medikamente, dass ich ruhiger wurde, weniger emotional. Aber bereit dafür, über alles zu sprechen, war ich nicht. Bin ich praktisch erst heute. Ich erzähle diese Geschichte heute hier das allererste Mal so ausführlich. Irgendwem. Kind of, um mich meinem Trauma zu stellen. Früher war ich funny, offen, auf jeder Party und ein cocky Motherfucker. Dieser Mick kommt mir vor wie ein ganz anderer Mensch. Heute bin ich analytisch, brauche für alles einen ganz genauen Plan, der bis ins letzte Detail ausgearbeitet ist. Ich lasse nicht zu, dass mein Herz- oder Bauchgefühl mich je wieder dominiert. Ich bin heute introvertiert, rationaler und kaputter als vor der ganzen Scheiße. Damn, der hat dich wirklich hart gefickt. Nicht er mich. Wir uns. Wir waren beide jung und wussten nicht, was wir tun oder wie wir damit umgehen sollten. Komplette Überforderung auf beiden Seiten. Und ich wünschte, das wäre das Ende gewesen. Oh, sag nicht, jetzt kommt noch ein Teil 5. Nein, Gott sei Dank nicht, aber über die Jahre ist immer wieder was passiert, weil wir nicht loslassen konnten. Wie 2 Planeten, deren Anziehungskraft zu groß ist und wenn sie sich zu nahe kommen... Natürlich ging früher oder später meine Beziehung daran kaputt, denn let's be honest, ich hab's versaut. Und obwohl ich ihm mein Leben verdanke, weil ich weiß, ohne seine Unterstützung wäre ich heute nicht mehr hier, weiß ich rückblickend, er hat was Besseres verdient. Denn hätte Chan angerufen, selbst Jahre später und gesagt, oder lass uns durchbrennen, wie Luca und Alberto, #NoHomo Disney Pixar am Arsch. Ich wäre mit ihm gegangen. Ich hätte alles hinter mir gelassen. Arschloch. Bis ich diesen Jungen traf. Hey, ich bin Dennis, der mir zeigte, Liebe ist nie ein Kompromiss. Aber das ist eine Geschichte für ein andermal. Was mit Chan passierte? Anfangs hatten wir immer noch einmal jährlich Kontakt über Telefon. Einfach um sicher zu gehen, dass nicht... Dann irgendwann gar nicht mehr.
Heute lebt er mit seiner Frau zusammen, hat Haus und Kind und ich bleib der einzige Typ, mit dem er je was hatte. Wow. So meine ich das nicht. Nur als Erklärung, warum da Hetero-Freund im Titel steht. Warte. Woher weißt du das, wenn ihr nicht mehr redet? Wir hatten vor einigen Wochen telefoniert, weil ich ohne sein Okay die Story hier nicht erzählen wollte. Er hat jedes Video also vor euch gesehen und abgenickt. Am Ende haben wir beide, glaube ich, unser Stück Trauma aus der Sache mitgenommen. Aber auch jeder seinen Weg gefunden, damit zu copen und im Endeffekt glücklich zu werden. Aber all das hätte so viel leichter für uns beide sein können, wenn ich mich nicht verknallt hätte. Dann mach's doch rückgängig. Bro, ich glaube, wir sollten endlich und dann butschen und vielleicht auch mal... Nein, solltet ihr nicht! Er ist hetero und will nur rumprobieren. Du bist gay AF, okay? So wie man dich nicht hetero machen kann, wird er nie gay werden. Aber Hetenkneten ist toxisch AF. Also tut euch beide einen Gefallen und... Bro, chill mal kurz. Also f***en wir jetzt? Okay. Cool. Scheint, als müsse man einige Erfahrungen selbst machen und als würde das Leben aus zweiter Hand à la, hab ich dir doch gesagt, nicht funktionieren, hä? Das ist wohl der ewige Kreis des Heartbreaks. Und seit wann bist du denn jetzt hier die moralische Instanz, Anti? Aktiviert die Glocke, falls ihr wissen wollt, wie sich das alles auf seine aktuelle Beziehung... Und meine Ansichten auf Monogamie und Treue ausgewirkt hat. Denn das hat es. Und wir lesen uns in den Kommentaren. Tschüss. Tschüss.